Fähre bringt Werner und mich nach Kintyre. Hier trennen sich unsere Wege auch schon wieder. Werner will nach oben und auf die äußeren Hybriden und ich nach Fort William und auf den Ben Nevis. Kintyre ist grün. Grüne Wiesen, grüne Wälder, dazwischen Rhododendron und gelber Ginster. In Tarbert treffe ich Werner am Koop wieder, wo wir beide unsere Vorräte aufstocken. Bei einem Kaffee beschließen wir spontan, doch gemeinsam weiterzufahren. Wir fahren am Westloch Tarbert vorbei, während das Wetter beschließt, den Regen durch Sonne zu ersetzen. Nun leuchtet die Landschaft in regensatten Farben. Unerwartet taucht im Kilmartin Glen ein merkwürdiges X-förmiges Steinmonument auf. So etwas habe ich noch nie gesehen. Natürlich stoppen wir, um uns das genauer anzuschauen. Am Abend sind wir am Yachthafen von Kilmelford, wo wir unsere Zelte aufstellen. Und das am, gemeinsam mit Glen Rosa, schönsten Schlafplatz dieser Tour. Windstill ist es und feucht. Da laufen die Midges zur Höchstform auf. Werner frühstückt deshalb im Abwaschraum. Die ersten 20 Kilometer fahren wir dann wieder gemeinsam, bevor er nach Oban abbiegt, während ich nach Norden Richtung Fort William weiterfahre. Nachdem wir uns verabschiedet haben, fahre ich eine kleine Straße, an der der Ginster zu beiden Seiten in voller Blüte steht. Sein Duft ist atemberaubend. Die Strecke ist einsam und landschaftlich wunderschön. Auf der Höhe angekommen, grüßen bereits die ersten Munros herüber. So heißen in Schottland die 3000er. 3000 Fuß natürlich, nicht Meter. Connell überquere ich den fjordartigen Loch Ettiv. Oberhalb des Loch Creren fahre ich mal wieder teilweise auf einer alten Bahntrasse. Überhaupt passt heute einfach alles. Die Sonne scheint, der Wind ist mir gnädig, die Landschaft ist fantastisch und die Wegequalität top. Auch ein Typ aus Aberdeen, der auf dem Caledonian Way unterwegs ist und dem ich unterwegs begegne, meint, "You never have something like this in the UK." Erst an der A82 wird es etwas ungemütlich. Sie ist stark befahren und der separate Radweg ist schmal und voller Steinchen, Laub und Sand. Schade auch, dass die Fähre in Coran außer Betrieb ist und ich deshalb auf der A82 bleiben muss, bis ich in Fort William Richtung Campingplatz abbiege. Heute steht der Ben Nevis auf meinem Programm. Während meine gewaschenen Radklamotten am Campingplatz trocknen, steige ich auf einem akribisch gepflasterten Weg bergan. Je höher ich komme, desto mehr Menschen sind unterwegs. Einige sind bereits im Abstieg. In 1000 Metern Höhe komme ich in die Wolken. Auf der Zielgeraden zum Gipfel legt sich noch ein Schneefeld in den Weg, aber der Schnee ist griffig. Alles kein Problem. Nach gut 3 Stunden stehe ich in 1345 Metern Höhe auf dem höchsten Berg Schottlands, der gleichzeitig der höchste Punkt Großbritanniens ist. Gipfel Nummer 3. Der Abstieg auf demselben Weg zieht sich etwas, aber die Aussicht auf ein gut gekühltes Radler im Ben Nevis Inn ist die Anstrengung wert. Nun habe ich das erste meiner beiden Tourziele erreicht, The Three Summits. Jetzt muss ich es nur noch nach John O'Groats schaffen. Als ich aus Fort William hinausfahre, kreuzt der Jacobite Steam Train meinen Weg. Er fährt von hier aus eine malerische Strecke bis nach Malek an der Westküste. Ich fahre auch eine malerische Strecke, aber nach Nordosten ins Great Glen hinein, das sich im Gruß einer 300 Millionen Jahre alten und 150 Kilometer weiten geologischen Verschiebung gebildet hat.
Eine Umleitung wegen des Baus eines Wasserkraftwerks beschert mir zusätzliche Höhenmeter, ist aber auch mit einigen Informationstafeln versehen. So erfahre ich zum Beispiel, dass Loch Lochy an seiner tiefsten Stelle 162 Meter tief ist. Wow! Fort Augustus mit seiner Schleusentreppe ist so etwas wie ein touristisches Pflichtprogramm auf dem Weg zum Loch Ness. Wie schön, dass gerade die Aphrodite, ein malerischer Zweimaster, in die Schleuse einfährt. Hinter Fort Augustus geht es gute 300 Höhenmeter steil bergauf über das Ostufer des Loch Ness. Dann bin ich in einer atemberaubenden Landschaft. Highlands at its best. In Foyers zelte ich wieder auf einem Campingplatz. Um 8 bin ich schon wieder unterwegs. Ich fahre auf einer ruhigen Straße am Ostufer des Loch Ness entlang. Zu dieser Uhrzeit ist kaum jemand unterwegs. Außerdem ist der Hauptverkehr ohnehin auf der anderen Seite. Dort, in 2 Kilometern Entfernung, kann ich das mittelalterliche Urquhart Castle erkennen. Heute einer der touristischen Must-Sees des Great Glen. Irgendwann ist Loch Ness dann zu Ende, das Great Glen weitet sich und es sind noch 12 Kilometer bis Inverness, wo ich über die Cassock Bridge in den hier noch recht zahmen hohen Norden fahre. Ich verlasse Alness, wo ich in einem kleinen Hotel übernachtet habe, und fahre nun lange auf einer ganz einsamen Straße durch Felder und Wälder Richtung Osten. Und das bei Prachtwetter. Die Distillery-Dichte nimmt zu. In Tain fahre ich an der Glenmorangie Distille vorbei, da 8 Kilometer weiter in Edderton mit Ball Blair für mich whiskytechnisches Neuland wartet. Auf der Zufahrt zur wunderbar ländlich gelegenen Ball Blair Distillery weht mir der leicht säuerliche Geruch nach Maische entgegen. Die Atmosphäre auf dem Besuchs- und Produktionsgelände wirkt herrlich entspannt. Rummeln ist woanders. Im Besuchs- und Verkaufsraum darf ich 3 Whiskys probieren. Nicht ganz mein Geschmack, aber definitiv ein guter Whisky und wesentlich harmonischer als die Arrogance von neulich. So, jetzt aber weiter. Am Moray Firth entlang, dem mit 120 Kilometern längsten Firth Großbritanniens, fahre ich nach Lerg, der letzten Möglichkeit für die nächsten 2 Tage Proviant aufzufüllen. Ab Lerg fahre ich über eine der hier oben typischen Single-Track-Roads, die alle 100 Meter über sogenannte Passing Places verfügen. Aber viele Verkehrsteilnehmer kommen hier ohnehin nicht. Was für eine Weite hier oben. Moore, die erstaunlich trocken aussehen, einzelne Bäume und Aufforstungen und im Hintergrund hohe Berge. Im Crask Inn, einer herrlich abgelegenen Herberge, verbringe ich den Abend bei einem leckeren Dinner und netter Gesellschaft. Die Hälfte davon Radfahrer. Britannien untypisch sitzen alle 9 Dinnergäste an einem gemeinsamen Tisch und bedienen sich aus großen Schüsseln.
Auch am nächsten Morgen verschlingt mich die weite schottische Hochebene mit ihren schier endlos erscheinenden, flach geneigten Gras- und Moorflächen, die nur gelegentlich unterbrochen sind von kleinen Bächen und Seen. Etliche Foto- und Filmstops sind die Folge. Hinter Aldnahara fahre ich am wunderschönen Loch Laver vorbei. Wollte man Schottland auf wenige hochdosierte Essenzen reduzieren, das hier wäre eine. Während ich das Langdale hinaus und der Küste entgegenfahre, verflacht sich die Landschaft und mir kommt ein kräftiger Nordwind entgegen. Immer noch gefällt sich die Straße darin, Wellen zu schlagen, aber bald ist es tatsächlich auch das Meer. In dunklem Türkis bildet es einen wunderbaren Kontrast zum gelb blühenden Ginster und den hell beigefarbenen Stränden, die sich in den Buchten der felsigen Küste zu verstecken suchen. Eine letzte Nacht verbringe ich hier, bevor ich morgen mein Ziel, John O'Groats, erreichen werde. Weit habe ich es jetzt nicht mehr. Und so bleibt mir Zeit genug, noch eine Distillerie zu besuchen. Wolfburn and Thurso. Der geht die Beschaulichkeit von Ball-Blair völlig ab. Die Produktionsstätte der noch jungen, erst 2011 wiedergegründeten Distillerie liegt ziemlich unscheinbar in einem Gewerbegebiet. Dafür geht es drin sehr familiär zu. Gerade füllt sich ein Kunde seinen eigenen Whisky ab. Schöner Service. Und erst nachdem das erledigt ist, wendet sich der nette Mensch hinter der Verkaufstheke mir zu. 100% Aufmerksamkeit für jeden Kunden. Dabei probiere ich nur und entdecke die besten Whiskys auf dieser Tour. Obwohl noch jung, sind sie komplex und dabei ausgesprochen rund und mild. Definitiv eine Entdeckung. Und noch einen Sightseeing-Stopp gönne ich mir. In Castle Hill wurde Flagstone abgebaut. Ein gleichmäßig sedimentierter, mineralisch gebundener Sandstein, der unter anderem für Gehwege und Dachschindeln genutzt und bis nach Australien verschifft wurde. Auf den letzten Kilometern bis John O'Groats wird das Grinsen in meinem Gesicht immer breiter. Und dann bin ich da. Am Signpost, dem unumstößlichen Beweis, das Ende meiner Reise erreicht zu haben. 1925 Kilometer bin ich geradelt, auf und ab, mitunter mit Rücken, häufiger jedoch mit Gegenwind und habe dabei rund 18.200 Höhenmeter in die Oberschenkel gearbeitet. Was für eine Reise!